Herzlich willkommen, Löwe, auf meinem Kanal. Ich schaue heute mit den Tarotkarten, was dich jetzt im August 2025 erwartet. Bitte beachte dabei auch den Mond sowie Venuszeichen und deinen Aszendent und für persönliche Legungen besuch gerne meine Webseite. Los geht's! Für Löwe bitte. Was kommt auf Löwe im August 2025 zu? Was erwartet Löwe im kommenden Monat bitte? Wie viel? 2 Karten. Einmal die Königin der Schwerter und hier die 10 der Münzen. Und hier im Unterdeck Löwe habe ich den König der Stäbe. Ja Löwe, da kommt ein feuriger Mann auf dich zu. Kann natürlich so wie du ein Feuerelement sein, das heißt Löwe, Schütze oder Widder, kann, muss aber nicht. Du wirst hier als Königin der Schwerter dargestellt. Ich nehme an, dass du dich ein wenig kühl verhältst, dem Mann gegenüber. Also entweder möchtest du hier einmal testen, was will der wirklich. Ein König der Stäbe, der kann manchmal sehr impulsiv sein und eher so, und dadurch, dass wir ja im Tarot mit den Stäben anfangen. Und dadurch, dass wir ja im Tarot mit den Stäben anfangen. Das heißt, die Stäbe, das ist das Feuer, das ist einmal dieser Funke, dann kommt das Schwert, das ist eben der Gedanke oder auch die Kommunikation. Dann haben wir eben die Kelche, also die Gefühle bzw. auch generell die Emotionen. Und dann sind wir bei den Münzen, das heißt, das ist das Langfristige, das ist die Stabilität. Und das sind ja auch diese Zeitkarten, also Stäbe sind zum Beispiel Stunden, Tage und deswegen kann es bei einem König der Stäbe schon sein, dass der heute da ist und morgen ist er wieder dort, also so One-Night-Stand-mäßig. Und dadurch, dass ich hier die 10 der Münzen habe, nehme ich einfach wahr, dass du so etwas nicht möchtest. Du möchtest hier Stabilität, du möchtest eine feste Partnerschaft, etwas, das auch langfristig in zum Beispiel eine Ehe oder einfach Familiengründung münden kann, weil hier mit der 10, das ist das Maximum, darüber geht nichts und bei den 10 der Münzen, das ist ohnehin die Fülle, der Wohlstand. Vollkommen egal, ob das jetzt wirklich materieller Wohlstand oder finanzieller ist. Und mit den 10 der Münzen ist es halt eben auch so, dass das wirklich alles vereint, das heißt Familie, Heirat oder eben auch Kinder. Wenn du sagst, du möchtest nicht mehr heiraten oder überhaupt nicht heiraten, dann ist das ebenso okay, aber es geht ja einfach um die Stabilität und um die Langfristigkeit. Und deswegen bist du hier auch ein wenig analytisch und mehr im Verstand, wie vorhin schon angesprochen, du schaust dir das Ganze an. Wie verhält sich der? Ist das jetzt eher so wischiwaschi oder hat er wirklich ernste Absichten? Und kannst du dich auf diesen Mann auch verlassen? Ist er in den meisten Fällen ein Mann? Oder geht es da wirklich nur um die Leidenschaft und der ist morgen wieder passé? Das ist jetzt einmal die Liebe. Beruflich bist du hier, aber im August voller Tatendrang. Du hast ja sehr viele Ideen, du wirst deine Ideen auch umsetzen oder eben weiter realisieren. Für manche nehme ich wahr, dass sie eine Pause eingelegt haben, weil sie irgendwie nicht vorangekommen sind. Also entweder gab es da so eine kreative Krise oder man hat halt nicht wirklich diesen Anfangspunkt gefunden, wie mache ich das, wie soll ich das jetzt wirklich umsetzen, soll ich das jetzt wirklich machen? Und das wird aber im August weggehen. Du wirst hier eine Lösung finden und eben auch analytisch vorgehen. Du wirst das Ganze irgendwie auch analysieren. Vielleicht machst du dir einen Plan. Ist ja für Feuerzeichen nicht so üblich. Ich habe ja selber Löwe als Mondzeichen und ich bin auch eher so, ich habe eine Idee und dann lege ich los. Ich brauche da jetzt keinen Businessplan oder sonstiges. Also da geht es von der Idee sofort zur Umsetzung und dann sieht man ohnehin im Tun, wie funktioniert etwas, was funktioniert nicht und das adaptiert man einfach. Aber du wirst hier vielleicht Dinge wirklich festhalten und du bist deinen 10 der Münzen, also wirklich diesen Wohlstand im August einfach näher. Ich möchte nicht sagen, dass du wirklich im August schon voll da bist, sondern bei manchen kann das noch bis in den September andauern. Wir reden hier von Münzen, das ist eine langsame Energie, also mit dem Stab ist es etwas Schnelles, auch das Schwert ist schnell, aber die Münzen sind eben die langsamste Energie, dafür sind sie aber beständig, also du kannst da wirklich aufbauen und auch vertrauen. Und die 10 der Münzen sind die, und bei den Münzen geht es einfach um etwas, das dir nicht mehr weggenommen wird, anders, so wie bei den Schwertern zum Beispiel. Und du siehst ja auch, dass du hier in den Erfolg schon reinschaust. Es dauert also nicht mehr lange und entweder bekommst du hier einen Gewinn, also entweder hast du bei einem Gewinnspiel mitgemacht und eine Reise zum Beispiel gewonnen oder eben auch, so wie ich letztens, Gutscheine oder
auch natürlich ein Lottogewinn. Wie groß die Summe ist, da möchte ich jetzt gar nicht sagen. Die 10er Münzen, wie gesagt, ist das Maximum. Aber ich möchte dann niemanden Hoffnung machen auf einen großen Gewinn. Es ist eine kollektive Legung. Für den einen trifft es zu, für den anderen nicht, beziehungsweise nur ein gewisser Teil. Das kann nicht für alle gelten und du sollst natürlich auf nichts warten, was nicht für dich bestimmt ist. Aber hier kommt auf jeden Fall etwas Positives rein. Wie geht's weiter für Löwe, bitte? Oh ja. So, das waren zu viele und die sind am Boden gefallen. Einen Moment bitte. So. Also, wie geht's weiter für Löwe, bitte? Na. 3 der Münzen. Also, hier mit den 3 der Münzen, wie gesagt, du wirst im August voller Tatendrang einfach weiter an deinem Projekt arbeiten und da geht es nicht zwingend um den Beruf. Also wenn du hier schon in Pension bist oder nicht mehr arbeitest, dann hast du ja trotzdem andere Projekte. Es kann dein Haus sein, dein Garten oder eben auch finanzielle Angelegenheiten. Hier mit den 3 der Münzen geht es um Anerkennung. Das heißt, du kannst von außen Anerkennung erhalten, entweder in materieller Form oder eben auch, dass du jetzt einfach deine Wertschätzung erhältst, die dir zusteht. Und mit den 3 der Münzen geht es aber auch sehr stark ums Teamwork. Also, wenn du vielleicht irgendwo Hilfe brauchst, du kannst dir hier Hilfe holen. Du musst nicht alles alleine machen. Und mit den 3 der Münzen in Bezug auf die Liebe. Also der König der Stäbe, wenn er neu in dein Leben kommt, dann möchte der aber eine neue Stufe. Das heißt, vom Beschnuppern zum richtigen Kennenlernen. Aber wenn du den Mann schon kennst, dann einfach zum Beispiel von einer Freundschaft in eine Beziehung oder eben auch hier mit den 10 der Münzen kann es auch sein, wenn du schon in einer Partnerschaft bist, dass es dann eben zum Zusammenzug kommt oder eben auch zum Heiratsantrag, wie auch immer. Aber in puncto Liebe wirst du einfach auf eine höhere Stufe gestellt. Du siehst ja hier den Höhenunterschied, die 2 sind am Boden und du bist aber hier eine Stufe höher. Du hast hier auch den besseren Überblick, Löwe. Und vollkommen egal, worauf du schaust. Es geht hier um eine Beziehung, woran beide arbeiten. Es geht hier wirklich ums Teamwork. Das heißt nicht, dass du dich ins Zeug legen musst und da dauernd an etwas arbeiten und du organisierst irgendwas. Ich meine, du bist Löwe, du lässt dich ohnehin erobern. Aber hier dein Gegenüber möchte daran arbeiten, der möchte dir auch wirklich die Anerkennung geben, die du in seinen Augen verdienst. Und das ist eine Beziehung, die auf Augenhöhe ist. Und da es ja hier bei der Karte ja eigentlich darum geht, du siehst ja hier diese Pläne, er ist der Architekt, kann es auch sein, dass ihr gemeinsam ein Haus baut oder gemeinsam ein Haus kauft. Das ist für manche auch möglich, weil bei den 3 der Münzen, da wird an etwas gearbeitet, aber wie gesagt, es ist hier wirklich die Langfristigkeit. So, ein letzter Impuls für Löwe bitte noch. So, ja, jetzt kommt der König der Stäbe als Hauptkarte, aber den hatten wir schon. Ich ziehe dir noch eine Karte, weil den brauchen wir jetzt nicht noch erklären. Aber wie gesagt, der hat ein Auge auf dich geworfen, beziehungsweise der weiß, was er will und das, was er möchte, das bist du. So, hier die 8 der Kelche, die mir am Busen gefallen sind und da habe ich im Unterdeck 16. große Arkana, der Turm. Also, hier mit dem Turm, du befreist dich von etwas. Wenn es wirklich darum geht, dass du vielleicht in letzter Zeit, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, auch so irgendwie diese Zweifel hattest oder dieses, soll ich das wirklich machen, ist es gut genug, bin ich gut genug dafür, dann wirst du dich hier davon lösen. Ich habe hier die 8 der Kelche, man lässt los und dieses Gefühl eben, dass es vielleicht nicht gut geht oder so, das geht raus. Du befreist dich hier und gehst in Richtung 10 der Kelche, 2 Kelche noch, das ist eben diese Harmonie und dann bist du bei deiner emotionalen Wunscherfüllung. Und bei den 8 der Kelchen ist es halt so, man hat irgendwann eine Chance ergriffen, das ist eben das Ass der Kelche und dann hat man alles aufgebaut und irgendwann bei den 8 der Kelchen merkt man, nein, eigentlich ist das halt nicht so, wie ich das möchte, eigentlich macht mich das halt nicht mehr glücklich und mit dem Turm wirst du hier davon befreit. Und das kann auch etwas sein, woran du einfach zu lange festgehalten hast. Das kann genauso auch der Beruf sein. Vielleicht wolltest du schon lange kündigen oder einfach die Position wechseln. Muss nicht immer gleich die Kündigung sein.
und hast dich aber nicht getraut, hast vielleicht eben zu sehr am Finanziellen festgehalten, weil jeder von uns muss Rechnungen bezahlen und manchmal hat man auch einfach diese limitierenden Glaubenssätze, jetzt bin ich ja schon 10 Jahre in dem Unternehmen, jetzt bin ich ja schon so viele Jahre alt und das wieder lernen und so. Ich kenne das selbst, aber das, was nicht für dich gedacht ist, Löwe, das wird dir irgendwann weggenommen, wenn du nicht freiwillig dort rauskommst. Mit dem Turm, da geht es ums Universum, also das kommt von außen und das kann wirklich plötzlich kommen. Und mit dem Turm ist es auch ein nicht so schönes Gefühl, aber sei dir sicher, das ist zu deinem Wohl, auch wenn es im ersten Moment nicht so ausschaut. Und du hast hier die 10 der Münzen, also es kommt hier wirklich Besserung rein. Ich nehme jetzt das nicht so wahr, dass der Turm kommt und dann ist alles schlimm. Der Turm ist, wie gesagt, zu deinem Wohl. Also, und in puncto Liebe. Hier passiert plötzlich etwas mit diesem König der Stäbe. Also entweder lernst du den plötzlich kennen oder das Ganze war schon in dieser, wie gesagt, Schnupperphase und plötzlich lenkt er um und möchte halt seine 10 der Kelche mit dir und wird einfach fordernder, aber im positiven Sinne. Du merkst einfach eine positive Veränderung, dass der sich jetzt endlich zum Beispiel etwas traut, dass der ein wenig mehr aus sich rausgeht und auf dich zukommt. Und wie vorhin schon angesprochen, für manche, die eben schon in einer Verbindung sind, sei das jetzt freundschaftlich oder eben schon romantisch, dann kann es eben sein, dass dieser König der Stäbe plötzlich diesen nächsten Schritt wagt und auf dich zukommt. Also entweder mit einem Heiratsantrag oder der Partnerschaftseröffnung beziehungsweise eben, dass er mit dir zusammenziehen möchte. Und was ich für einen kleinen Teil zum Beispiel auch reinbekomme, dass der im stillen Kämmerlein, weil du hast hier auch den Mond und der Mond ist eben das, was man nicht sieht, dieses Verborgene, ein Haus gekauft hat oder eine größere Immobilie, wo er dann mit dir zusammen wohnen möchte. Und damit kann er dich auch überraschen. Aber wie gesagt, das nehme ich wirklich für einen kleinen Teil wahr. Und mit dem Turm bekommt er einfach so einen, ja, Impuls, aber einen plötzlichen Impuls, wie auch immer. Aber im August, Löwe, stehen dir alle Türen offen. Es wird ein guter Monat und du hast hier wirklich die Chance auf eine finanzielle Stabilität und auch im beruflichen Bereich, dass du hier vielleicht eine bessere Position oder deinen Traumjob haben wirst. Also, in diesem Sinne bin ich nun am Ende der Legung. Wenn du damit in Resonanz gehst, freue ich mich über deinen Kommentar bzw. Feedback und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und bis bald.